Ist Deki der beste deutsche bzw. österreichische Warzone-Spieler? Das erfährst du in diesem Video. Ich werde im Folgenden sein Gameplay bis ins kleinste Detail analysieren und euch genau jede Situation erklären. Es ist also sehr aufschlussreich, egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittener. Viel Spaß! Das Schöne ist, all das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, sind all die Tipps und Tricks, um die es in meinem Kanal ja immer geht, live in Aktion. Das werden wir live anhand eines Gameplays eines echten Profis jetzt gleich sehen. Und das Schöne ist, dadurch, dass man es nochmal sieht und besser versteht, kann man es auch besser verinnerlichen, was einen selbst auch dann jetzt endlich zu einem besseren Spieler macht. Also, let's go! Okay, let's go! Wenn ich schon Content auf dem Nacken von Deki mache, dann muss ich natürlich sein Video unten verlinken, also das Originalvideo ist unten verlinkt. Lasst gerne ein Like, Abo auch bei ihm da. Und ich werde also jetzt, anders als sonst, wirklich bis ins kleinste Detail analysieren und es geht direkt los. Schaut mal, wie spät Deki den Fallschirm zieht. Das liegt unter anderem daran, dass auf der Kante, wo er landet, dass das ein höheres Niveau ist als der Boden, so dass der Abstandssensor mehr Abstand misst und er nicht aufklatscht. Mehr dazu in meinem Einsteiger-Guide, guckt euch das unbedingt an. Geht auf meinen Kanal, gebt Einsteiger-Guide ein und ja, in dem Video erkläre ich das. Und es geht sofort los. Er landet sehr, sehr schnell und er fängt sofort an, hier eine Kiste, hier eine Kiste. Also lootet so schnell es geht und er sieht aber jetzt hier direkt den ersten Gegner und er sieht ihn. Also das ist nicht, dass ihr denkt, er läuft jetzt bewusst an ihm vorbei oder so. Nee, er sieht ihn tatsächlich. Und lootet jetzt aber erstmal, braucht er eine Waffe. Er hatte ja zuvor einen Sniper gefunden. Jetzt findet er hier aber eine blaue Latra. Extrem starke Anfangswaffe. Schaut mal, wie er jetzt kurz vorgeht und zurückgeht. Beziehungsweise wie er sich schnell nimmt, weil er weiß, dass hier ein Gegner ist. Direkt hinter dem Pillar. Und er slide-cancelt raus. Ihr wisst, immer moven, dann schießen. Einfach das Movement nutzen, um sich selber zu einem schwereren bzw. schwereren Ziel zu machen. So, jetzt ist er genau hinter dem Pillar. Was macht er jetzt? Er wird jetzt raussliden. Schaut mal, wie er rausslidet und dann dabei auf den schießt, dabei auf sein Crosshair-Placement achtet. Zack, geholt. Er hat ihn super schnell, die Latra, wie gesagt, extrem stark, super schnell gedownt, zieht den anderen, flickt rüber. Aber der andere hat tatsächlich, wir schauen nochmal rein, die First Shots auf Deki gesetzt. Also hier gesagt, hier super schnell. Kriegt die First Shots. Was macht Deki? Drop Shot. Also wieder eine Movement Mechanik ins Gameplay integriert. Übrigens, wahrscheinlich das nächste Video wird ausführlich ein Movement Guide sein. Besonders für Einsteiger und Fortgeschritten. Also bleibt dran, lasst jetzt ein Abo da, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und jetzt hat er ihn natürlich gefinisht. Den zweiten auch gefinisht. Und was machen wir jetzt? Er spielt Solo gegen Squads und wir sehen, er guckt, das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut, aber er guckt definitiv aufs Radar und sieht jetzt zwei Leute, 1, 2, über ihm. Eine Information, die er jetzt hat und daraus reagiert. Und er hat jetzt auch gerade auf dem linken Ohr Steps gehört und man hat hier gesehen, einer ist hier drin verschwunden. Und jetzt ist ja die Frage, er kann jetzt hier rauskommen, und er kann hier rauskommen. Deki bleibt einfach hier stehen und wartet kurz ab, was passiert. Jetzt springt er hier raus und was machen wir jetzt? Was ist einer der goldenen Regeln? Es wäre hier vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber es ist auf jeden Fall besser, als jetzt einfach stehen zu bleiben und dann zu schießen. Er wird jetzt nach rechts aussliden und dann auf den Gegner schießen. Habt ihr es gesehen? Nach rechts Slide gecancelt, immer Slide canceln, weil wenn du nur slidest, ist die Zeit, bis du schießen kannst, länger, als wenn du Slide cancelst. Also Slide canceln und auf ihn geschossen und ihn auch genockt. Und was er auch gemacht hat in der Situation, will ich nochmal hervorholen, also die Situation wiederhole ich, wie gesagt, ich gehe jetzt wirklich ins Detail. Er slidet nach rechts, Omni-Movement, er nutzt also sein Omni-Movement. Das geht nur mit Omni-Movement, in MW3 war das nicht machbar. Was übrigens ein Vorteil für Controller-Spieler ist, weil er kann jetzt sein Crosshair weiter placen, während er nach rechts slidet. Früher in MW3 musstest du nach rechts gucken, in die Richtung Slide canceln und wieder nach links gucken. Was für Maus- und Keyboard-Spieler ein Vorteil war, weil die können viel schneller flicken. Also nach rechts flicken, Slide canceln und wieder zurück. Das ist mit dem Stick nicht so einfach. Somit, er Slide cancelt nach rechts und holt ihn easy. So, was macht er jetzt, wenn er einen Kill geholt hat? Richtig, einfach immer in Fleisch und Blut muss das übergehen. Immer merken. Er guckt aufs Radar, sieht hier oben
Ich sehe im Moment einen. Ne, es sind zwei. Ja, also er hat 2 Leute geholt, sind also 2. Sind beide über ihm. Und meistens ist das ja oft so, die Leute schreien jetzt, der ist unten, Erdgeschoss, pusht ihn. Ne? So. Was passiert jetzt? Er hört, er hat direkt ein gutes Situationsbewusstsein dafür, habt ihr ja auch gerade gesehen, er hat aufplattiert und er lädt jetzt noch nach. Das sind alles Dinge, die passieren bei ihm super schnell, was ja darin resultiert, dass er einfach so schnelle Kurzzeitentscheidungen treffen kann und immer perfekt vorbereitet ist. So, jetzt hört er die Steps, er sieht jetzt 2 Leute, ja? 1, 2, das sind zuvor die von oben auf dem Radar, also die übrigen 2 von dem Team. Was ist jetzt die einzig richtige Entscheidung? Und jetzt kommt es drauf an. Game Sense, Thema Kurzzeitentscheidungen. 90% von uns würden in dieser Situation down gehen, das verspreche ich euch. Richtig, er entscheidet sich sofort richtig, dreht sich um, läuft weg. Und jetzt kommt der nächste Tipp, was ich auch immer wieder sage, nutzt eure taktische Ausrüstung. Er hat sein Lodi noch nicht, er hat aber zuvor hier diese Haftgranaten aufgesammelt. Diese Information hat er sich gemerkt und gespeichert. Also auch das Merkfähigkeit, Situationsbewusstsein resultiert in einer guten Gamesense bzw. Gamesense gleich Kurzzeitentscheidungen. Ja? Also er wirft die jetzt noch hinterher, diese Semtex, für den Fall, weil die haben ihm ja das Schild gebrochen, dass die auf die Idee kommen, ihm hinterher zu pushen, dann kann er sie direkt damit wieder unter Druck setzen und haut jetzt einfach nur ab und resettet. Also, Thema Kurzzeitentscheidungen, richtig treffen, resetten, ganz oft auch wegrennen. Wegrennen ist oft die bessere Option, wie wir hier sehen. So, und jetzt geht er wieder den Kampf neu ein. Kriegt jetzt hier wieder Shots, das hat er auch ganz kurz, glaube ich, gesehen. Schauen wir mal. Ja, hier, die Quali ist jetzt ja nicht so perfekt, aber hier liegt einer. Er weiß also auch jetzt, dass er liegt. So, daraus täuscht er an, wegzurennen. Er weiß aber auch, dass er nicht viel Schaden genommen hat. Und das ist alles innerhalb von ganz wenig Zeit, wie ihr seht. Das heißt, er macht jetzt ein Repeak, Slide canceln, ja, immer aus der Bewegung heraus und kann ihn hier easy holen. Und der Typ hat ja beim zweiten Mal gar nicht geschossen. Warum? Weil Deki das sogenannte Pika Advantage hat. Das ist, ich will das mal so einigermaßen, ich kann es technisch nicht perfekt erklären, aber stellt euch vor, Dekis Computer, er slidet nach rechts raus. Diese Information der Bewegung sendet Dekis Computer über seine krasse Glasfaserleitung an den Server. Der Server sendet diese Information an den gegnerischen Spieler. Und dieser Weg der Informationssendung ist einfach sehr lang, was daran resultiert, dass Deki, und der Typ, der liegt ja da, der sendet sozusagen die ganze Zeit die gleiche Information, also keine Informationsänderung, weil er statisch ist. Also hat Deki, wenn er um die Ecke slidet, durch die Bewegung und durch diesen technischen Latenz, den Vorteil, dass er den Gegner effektiv schneller sieht. Also wenn man jetzt die Bildschirme nebeneinander hätte, sieht man, dass Deki den Gegner, sagen wir mal, Bruchteil einer Sekunde früher sieht als der Gegner Deki. So, und das ist der Pika Advantage, den Deki sich hier zum Vorteil macht. Und das ist ein Grund, warum ich immer sage, immer in Bewegung bleiben und pieken, immer Slide Cancel, immer aus der Bewegung heraus, diesen Pika Advantage immer nutzen. So, er wirft ihm jetzt hier noch die Semtex an den Kopf. Deki weiß, ihr seht, wie anstrengend das ist. Ich rede so viel, weil es so viele Details sind. Er weiß, er hat eine Munitionsbox. Wenn er die jetzt zieht, hat er wieder neue 2 Granaten. Deswegen setzt er die Granate, die zuvor noch hatte, noch auf ihn drauf, finisht ihn, ja, und hat somit jetzt neue Granaten, ihn gefinisht und es kann weitergehen. Um sicher zu sein, dass er den mit einem Shot, das ist ja die K98, auch zu downen. Das kann er machen, weil der ist ja kampfunfähig in der Luft. So, nimmt sich die Zeit, geht jetzt hin, kauft den Lodi, zieht ihn sofort, wie gesagt, und sieht jetzt oben den Sniper auf dem Dach. Kurz, auch das wusste er, dass er nach dem ersten K98-Schuss noch nicht repetiert hat. Kurz repetieren und dann schießen. So, und jetzt sieht man ja schön, wie der hier schon diesen Glimmer-Effekt hat und auf Deki schaut. Deswegen kann Deki sich jetzt nicht so viel Zeit lassen und in Ruhe auf den Kopf aimen, sondern beeilt sich jetzt ein bisschen mit dem Schießen. Ne? Setzt ihn einen schönen Shot und geht jetzt direkt hinterher und macht Druck. Hier, der hat einen Self-Revive, den kann er jetzt zu Ende finishen. Er guckt aufs Radar, sieht 1, 2 Leute leben noch und handelt jetzt daraus, indem er einfach zurückgeht,
Weil 2 waren noch am Dach. Wenn er jetzt da hochsippt, ist es unwahrscheinlich, dass die ihn beide oder dass er beide holt. Er wirft jetzt auch eine interessante Situation. Schauen wir uns auch nochmal im Detail an. Er wirft jetzt gerade alle taktische Ausrüstung, die er hat, einfach Richtung Dach, weil da waren ja noch die 1 und 2, die 2 Leute, die wahrscheinlich jetzt irgendwie hier irgendwo sind, und macht einfach ein bisschen Druck, um in Ruhe das Lodi ziehen zu können. Genau, und er bekommt jetzt ja mit seinem Lodi, das wollte ich eigentlich sagen, das sehen wir jetzt, hier, schaut da drauf, seine eigene taktische Ausrüstung, also ein Stim und ein Knife. Und somit kann er das so oder so werfen, weil es wäre jetzt so oder so ja weg gewesen. So, was macht er jetzt? Er hat keine Platten, zieht sich Platten. Interessante Situation jetzt. Passt auf. Einer kommt aus der Luft. Deki hat aber... Ich höre mal hin. Ja, auf dem rechten Ohr hört er auch jemanden, der irgendwie gerade ankommt. Das heißt, Deki weiß jetzt schon, er kann ihn knocken, aber nicht finishen, weil rechts ist irgendwo einer. Pass auf, er knockt ihn und weiß, jetzt guckt jetzt auch sofort nach rechts. Instant dreht er sich um. Der andere ist ihm jetzt völlig egal, er will den Kill nicht holen. Also immer, das ist das, was ich sage, erst knocken, dann finishen. Oder manchmal gar nicht finishen. Jetzt sieht er den Gegner hier, den hat er ja auch gehört. So, jetzt passiert aber noch was Interessantes. Genau in diesem Moment geht der Typ, den er zuvor genockt hat, down. So, und jetzt kommt die Information: 1, oben auf Prison auf dem Dach, 2, bei ihm drauf, also der Typ hier. Und hier ist auch noch ein roter Punkt. Das bekommt Deki aber nicht mit in dem Moment, würde ich jetzt mal behaupten. Wir sehen gleich warum. Und also völlig legitim, dass er das nicht mitbekommt. Und zwar, er ist jetzt im Fokus in diesem Close Find. Und auch jetzt hört mal hin, auf dem rechten Ohr hat man gerade jemanden droppen gehört. Wahrscheinlich der von Prison. So, der Fokus ist jetzt hier. Er kann ihn knocken. Und jetzt finisht Deki ihn. So, und das ist für mich ein Fehler, wenn man so will. Weil jetzt wird er gepusht von dem anderen. Und Deki hat das zu spät mitbekommen und geht jetzt down. Ja, also, aber ich mache natürlich... Also damit will ich euch sagen, auch Profis passiert sowas, aber das ist auch, wie soll ich sagen, hätte er das auf dem Radar in dieser Situation mitbekommen, Bro, dann wäre er ja wohl sowas von geisteskrank auf hohem Niveau, weil das ist ja völlig legitim, dass er das nicht mitbekommen hat. Und wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal, ich würde sagen, in einer langsamen Geschwindigkeit an. Machen wir mal 0,5. Einfach, damit wir das nochmal in Ruhe durchgehen können. Also er kauft sich jetzt hier die Platten, dreht sich um, sieht den Kollegen, er knockt ihn. Er hat ihn genockt, nicht gefinisht, weil er rechts jemanden gehört hat. Sieht ihn auch. Jetzt wird er gefinisht oder finisht sich selber. Jetzt kommt die Information. Jetzt hat Deki keine Zeit aufs Radar zu gucken, weil er ja im Close Range Fight ist. Also völlig legitim. Gleichzeitig hört er aber, dass rechts irgendwo auch jemand runterkommt. Hat er wahrscheinlich überhört oder hat ihn weiter weg abgeschätzt und konnte ihn deswegen, ja, oder hat ihn jetzt gefinisht, was ein Fehler war, weil diese kleine Zeit hätte er gebraucht gehabt, um sich besser auf diesen vorzubereiten. So, und geht hier down. Deki ist zurück. Er hatte auch, hier war ein kleiner Schnitt drin. Er hat auch schon, ja, er hat noch Geld. Er hat einen Sniper gefunden und ich glaube eine Saug. Und er sieht folgende Information, ohne dass er jetzt jemanden gekillt hat. Deswegen auch immer regelmäßig aufs Radar gucken, auch wenn man keinen gekillt hat. So, und was passiert jetzt? Er sieht jetzt einen auf seiner Höhe. Hier ist ja kein Pfeil um den Punkt herum. Sieht ihn. So, und jetzt ist wieder die Situation wie eben. Der Typ guckt ihn nicht an. Deki hat alle Zeit der Welt, um ihm einen sauberen Headshot zu geben. So, und auch hier hätten die meisten wahrscheinlich schnell geschossen, hätten dem Gegner die Möglichkeit gegeben, wegzukommen. Dass Deki jetzt hier so zielgerichtet läuft, schauen wir uns auch nochmal kurz an, liegt daran, dass er hier mehrere Punkte gesehen hat. So, er sieht jetzt hier einen, das heißt, er weiß jetzt, dass die anderen da auch sein müssen. Was macht er? Er slidet um die Ecke, Slide canceln, weil er da schon jemand vermutet. Und er augen halt auch 2 am Fenster. Er holt einen, knockt ihn natürlich sofort, ist klar, nicht finishen. Und er wird jetzt hier auch schon angeschaut von diesem Typ, also diesem Typ, und weiß natürlich jetzt, okay, er wird jetzt die First Shots hitten, das heißt, ich muss jetzt kurz in Deckung und werde dann wahrscheinlich immediately, instant ein Repeat machen. So, lädt aber dabei noch nach, lässt sich kurz Zeit, während er nachlädt, checkt er nochmal, wie viel Hits hat er denn kassiert,
Also durchaus wenig, beziehungsweise noch möglich, um wieder rauszupushen. Macht er, springt und macht diesen sogenannten Sprung-G-Slide, kommt damit ihm sehr nahe und setzt dann wieder, ja, einen Überraschungseffekt, verschafft sich also wieder den entscheidenden Vorteil, um den Gegner zu outmoven, zu outaimen. Auch hier, Deki ist sich, also würde ich mal vermuten, in der Situation kann man es nicht ganz nachvollziehen, weil ein Schnitt drin ist, aber er springt und macht daraus den Slide, und Slide cancelt dann sogar. Und der Gegner, ihr seht, wie die Kugeln an Deki vorbeifliegen. Er war völlig überfordert mit der Situation. Guckt wieder aufs Radar, sieht 2 Leute über ihn, aber die fliegen gerade weg. Wieder ein Schnitt drin, Deki kommt die Zipline hoch und auch hier, schaut mal, wie Deki hochkommt, nach links moved und sich kurz dabei duckt. Das sind alles Kleinigkeiten, ja, die einfach dazu beitragen, ja, dass Deki so viel ducken Gunfights gewinnt. Hat ihn geholt, guckt aufs Radar, es wird ihm keiner angezeigt. Somit war das wahrscheinlich der letzte oder er war außerhalb der Reichweite des Radars. So, schöner Kill aus der Entfernung hier mit dieser Waffe. In Dekis Video geht es übrigens hauptsächlich um die Waffe, um die OG FAL. Soße, Bruder, Chat, was passiert? Die ist ja todeskrass, die Waffe. Ich habe nicht mal alle Aufsätze drauf. Ja, noch nicht mal alle Aufsätze drauf und trotzdem, also probiert die Waffe mal aus. Aber man muss natürlich dazu sagen, Deki hat einfach krasses Aim, vor allem ein sehr krasses Crosshair-Placement. Links Gegner hat er jetzt gesehen. Oder auch nicht. Hat er nicht gesehen, geht direkt hinter die Deckung. Und das ist das nächste Tipp. Sucht euch in solchen Situationen immer erst eine Deckung und geht dann den Gunfight ein. Hier hat er einen schönen Headglitch auf ihn und lässt ihn einfach kommen. Hat ihm gute Shots gesetzt und macht jetzt Druck. Pusht aber nicht sofort hinterher, weil er sieht ja noch einen da hinten. Also jetzt hinterher zu pushen, dann wäre er ja offen gegenüber ihm da hinten. Ja, alles Kurzzeitentscheidungen, die Deki trifft. So, der andere ist zwar jetzt weg, aber ihn hat er jetzt geholt. So, hier ein bisschen überrascht, aber aufgrund seiner guten Reaktionszeit und ein bisschen Glück, vielleicht ein einfach gutes Aim, hat Deki auch den Fight wieder gewonnen. Also ihr seht, es sind alles Dinge, die jetzt endlich dazu beitragen, möglichst viele Kills zu machen. Natürlich ist das hier eine Botlobby für Deki. Interessante Situation. Er holt ihn. So, finisht ihn. So, wir wissen, wir gucken aufs Radar. Er sieht hier, dass der außen ist. Und unter ihm, das sehen wir jetzt nicht so gut, weil die Quali nicht so gut ist, aber er wird sehen, dass es unter ihm ist. Deswegen hier ein Hechtsprung und ein schöner 360 und da ist er dann auch. Und er schießt auf ihn, kriegt ihn aber leider nicht. Mann, wäre das ein geiler Move gewesen. Messer genutzt, wieder aufs Radar gucken und so geht das im Prinzip immer weiter. Ne? Knocken, killen, wenn er safe ist, aufs Radar gucken. So, wir haben eine weitere Situation und zwar sehen wir, kann das nicht gleichzeitig machen. Er wird beschossen und sieht dadurch, dass er beschossen wird, diese Waffenpings 1, 2. So, der erste Waffenping, das kann ich auch erkennen, ist auf jeden Fall unter ihm. Das heißt, Deki weiß eigentlich jetzt ganz genau, wo die sind. Er sieht ihn und da oben, schießt auf ihn, macht ein bisschen Druck. Kann ihn knocken und ihn nicht. Hat den einen genockt, hat zuvor 2 gesehen, hier waren jetzt aber 3. Aber es ist jetzt ein guter Moment, um zu pushen, weil einer ist genockt, einer ist fast down. So, jetzt Welle. Das Radar ist ja immer in Wellen, merkt euch das. So, hat den also jetzt hier unten gesehen, ja. Deswegen, also Deki, hier oben links, ja, das klappt nicht. Ich bin da noch ein bisschen Anfänger. Diesen Punkt hier, also den vermutet er jetzt hier unten in der Ecke. So, in dem Moment kriegt er aber einen Shot von oben. So, und deswegen, das Radar kommt in Wellen. Das heißt, Deki weiß jetzt in diesem Moment, dass er von hier unten hier hoch hinter die Deckung gelaufen ist und nicht mehr da unten sein kann. Deswegen lässt er sofort ab von dieser Situation und geht jetzt hin, Slide cancelt, raus und holt ihn relativ easy und finisht ihn sofort mit dem Messer, damit er, das ist halt dann auch wieder diese Abwehrung mit dem Messer, kann man das natürlich machen, weil es sehr schnell ist, weil er hatte ja zuvor den oben auf dem Dach schon genockt, damit er jetzt die Information auf dem Radar wieder kriegt, die er braucht. Er sieht jetzt, hier ist einer über ihm und hier ist einer über ihm. Hat jetzt, was ist jetzt passiert? Genau. Da muss ich noch hinzufügen, also Radarinformationen haben wir gesehen. Und jetzt kommt, das war mir selber gar nicht aufgefallen,
kommt der 12. Abschuss. Das heißt, jetzt weiß Deki, den Typ, den er da auf dem Dach zuvor genockt hatte, hatte kein Wiederbelebungskit und ist jetzt auch down. Das heißt, das hier ist jetzt der letzte Überlebende. Und ihr seht, wie ich schon überlegen muss beim Zuschauen manchmal, was jetzt passiert ist. Und ich brauche da auch manchmal einen Moment. Und Deki macht das ja all das, was ich gerade erkläre, auch. Meistens alles genauso richtig in diesen Stresssituationen. Daran sieht man mal, das ist der Grund, warum so jemand wie Deku einfach einer der besten Spieler Deutschlands und Österreichs ist und ganz zu Recht ein Vollprofi ist und eben auch... Not bad, bro, not bad, you know, like, that shit is not bad. Fire Sale, komm, Fire Sale, rede, Fire Sale. Komm, Fire Sale, komm. Und auch die WSOW und so weiter mitspielt. Pass auf, interessante Informationen. Er sagt Fire Sale. Er weiß halt ganz genau, dass in der dritten Zone bei, ja, man sagt so bei 1.10 der Fire Sale kommt und er jetzt nicht unnötig sein Geld verplempern muss, wenn er einfach nur noch ein paar Sekunden wartet. Komm, Fire Sale, komm. Also gibt's kein Loadout mehr, kein Dings mehr zu kaufen, Chat? Kein Spezi-Bonus mehr zu kaufen? Ich glaube schon seit der neuen Season nicht mehr. Aber das zeigt halt auch, das macht er ja mal so nebenbei. Er spielt ja wahrscheinlich mehr Ranked. Oh, ja. Ich dachte schon, na, Bruder. Krass, schön. Das passiert uns auch allen, ne? Häufig. Geht, Bruder. DMR14-Vibes gibt's nicht. Da kommt nichts ran an diese Waffe, Bruder. Er hat hier offensichtlich ein Orbi jetzt. Das sehen wir einfach daran, dass es jetzt hier oben Echtzeitdaten sind. Wir sehen auch roter Rahmen ums Radar. Das heißt, er sieht jetzt mit Pfeilen, wo die Gegner hingucken. Das sind jetzt so Pfeile. Das heißt, er kann auch die Richtung wissen. Und dann ist hier neben halt ein Pfeil nach oben oder nach unten, um die Ebene zu wissen. Und wie gesagt, Echtzeit. Es gibt nicht diese Wellen, sondern zu jeder Zeit den Standort weiß er dann. Das ist halt der Vorteil von einem sogenannten Advanced UAV. Das sind 3 UAVs hintereinander gezogen. Auch hier natürlich schöne Deckung gesucht. Den ersten Easy geholt. Kann jetzt noch nachladen, den zweiten Easy geholt. Und ja, sieht jetzt auch wieder auf dem Radar hier oben. Er spielt jetzt nur nach Radar. Dass er da wahrscheinlich alleine ist und versucht, den jetzt einfach abzufischen. Kriegt jetzt aber gleichzeitig Shots von rechts. Nächster, ja, das ist so ein typischer Moment, wo ich wahrscheinlich down gegangen wäre. Weil er reagiert hier einfach blitzschnell. Bleibt aber trotzdem ruhig und legt sich hin. Ja, das sind... Guck mal, er überlebt hier mit, keine Ahnung, 2 HP. Ja, zieht direkt seine übrig gebliebene Drohne, um weitere Informationen zu kriegen und geht hier zurück in die Deckung. Also er weiß immer genau, wo er ist und wo er hin muss in so Situationen, um Deckung zu kriegen. So, geht jetzt hier am Rand der Zone und versucht sich jetzt hier vorzuarbeiten. Jetzt ist ein Schnitt. Irgendwie hat das jetzt also auf Prism Dach geschafft. Und hat hier natürlich jetzt eine Art Power-Position auch da unten. Das ist ja auch, was ich immer sage. Sucht euch Power-Positionen, da könnt ihr easy Kills farmen, wie man hier schön sieht. Das waren ganz einfache Kills. Der Gegner konnte gar nichts machen. Und das ist so, was auch viele auch bei uns schon mal schreiben. Wie kann das sein, dass die Pros wie Deki so einfache Lobbys kriegen? Das sind schon einfache Lobbys, ja. Aber das sind die gleichen Lobbys wie bei dir auch. Der Unterschied ist nur der, dass ein Deki die Gegner einfach wirklich wie Bots dastehen lässt, weil er einfach, wie in dem Video hoffentlich jetzt rüberkommt, einfach vieles richtig macht. Intuitiv richtig macht, weil er einfach ein Profi durch und durch ist. Was macht er hier? Er nutzt sein Geld. Einfacher Tipp, einer der goldenen Regeln, nutzt euer Geld. So, ihr seht jetzt hier, er hat den perfekten Headglitch auch wieder. Hat sich gut positioniert. Er hat zuvor auf dem Radar gesehen, die sind hier auf der Ecke und Deki weiß genau, hier ist diese Treppe mit diesem Headglitch darauf. Das weiß er alles schon, bevor er dahin geht. Das ist also kein Zufall. Und kann jetzt da schöne Shots setzen, kriegt aber gute Shots zurück und entscheidet sich, den Kampf abzubrechen. Weil auch ein Deki kann ohne Deckung dann, oder wenn 2 Leute auf ihn draufrennen, nicht viel machen. Das heißt, er hat da entschieden abzubrechen. Und was er hier aber auch macht, ist, und das ist auch schon wieder schön zu sehen, er sieht, hier ist ja der Rand der Zone. So, und die Zone schließt auch gerade. Das heißt, und er weiß halt, dass er den Cluster hat. Und er rennt jetzt weg und setzt die Gegner somit automatisch an dieser Stelle unter Druck. Ja? Mit seinem Cluster. So, wird jetzt hier auf die Ecke gehen und die weiter abaimen.
kriegt aber direkt Shots von hinten, weiß wieder, wo die nächste Deckung ist und hat hier den perfekten Headglitch jetzt ja auf die von eben. Ja, also das sind ja immer noch die Deki war ja eben hier auf der Ecke, die waren hier, er hat hier auch einen Headglitch gehabt, ist dann hier zurückgelaufen, dann hier hin und hat jetzt hier im Prinzip wieder den Headglitch und die können da ja gar nichts machen. Also bei dem, er kann da durchs Zelt schießen, sind ja easy Kills. Den ersten hat er. So, macht jetzt noch ein Cluster auf die, um die einfach noch mehr unter Druck zu setzen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen, aber trotzdem kann er die da easy jetzt holen. So, jetzt war ein Schnitt drin. Auch hier Power-Position, ne? Das ist eigentlich mit einer der besten Positionen gerade. Easy Kill da auf dem Dach, der war selbst auch unter Druck, kriegt jetzt einen Shot von links, legt sich sofort hin, nutzt seine Deckung, versucht jetzt hier noch den Kill zu holen, beziehungsweise den kriegt er. Der Typ hatte keinen Self-Revive. Und Deki hat den Sniper da gesehen, macht jetzt Shots, versucht die unter Druck zu setzen. Und das Team ist ihm natürlich ein Dorn im Auge. Er konnte hier jetzt 2 Leute sehen und muss natürlich jetzt gucken, was er als nächstes für einen Move macht. Es leben noch 3 gegnerische Teams, noch 8 Spieler. Und auch interessant, er hat noch einen, er sieht den Mollo. Ja, das ist interessant, sehr interessant. Pass auf, er läuft jetzt da vorne hin. So, jetzt sieht er hier ein Mollo und er weiß, er hat noch eine Munitionsbox, Situationsbewusstsein. Und er weiß, dass dieses Team hier vorne ihm im Dorn im Auge ist, weil die im Moment die beste Position haben. Und mit dem Knife kann er jetzt nicht viel anfangen. Er nimmt den Mollo auf, wirft den Mollo einfach, um unter Druck zu setzen, zieht jetzt die Munitionsbox, hat noch 2 Mollos und kann die auch werfen, einfach um da alles in Brand zu setzen, um die da rauszutreiben. Ja? Also auch super Move gerade. Nutzt jetzt seine Gasmaske, um die zu umlaufen, kann den einen easy knocken. Und jetzt passiert aber ein kleiner Fehler, meiner Meinung nach. Würde mich mal interessieren, was Deki selbst dazu sagen würde. Und zwar passiert jetzt der Fehler, und dass er ihn finisht. Er hört zwar, dass der ja einen Self-Revive hatte, er hat ja zuvor da 2 Leute gesehen, aber ich bin der Meinung, er hätte jetzt die Zeit nutzen müssen, um eine bessere Deckungsposition zu suchen. Und kriegt jetzt hier ja auch Shots, also wäre er sofort hier hingemoved, hätte er auch in die Richtung schießen können und ihn vielleicht sogar finishen können, wenn er hier drauf geht, wäre aber schneller in der Deckung gewesen. Kriegt jetzt Shots und gerät jetzt unter Druck, genau jetzt endet aber auch seine Gasmaske, aber ich würde behaupten, ich meine, er hat ja auch noch 2 Stims, die er jetzt hätte nutzen können. Er könnte jetzt hier einfach chillen und kurz abwarten, in der Deckung sich plattieren und dann aus der Deckung raus die 2 halt bekämpfen. Aber stattdessen gerät Deki jetzt auch ein Stück weit unter Druck durch die Zone, aber die Zone moved gerade ja zu ihm. Also er hätte ein bisschen mehr Geduld haben müssen. Was aber Deki jetzt macht ist, wie gesagt, er will in die nächste Deckung und sucht jetzt den Kampf, also den Gunfight gegenüber den 2, kriegt dann aber Shots von dem anderen Team. Das war ja nicht das letzte Team. Schade. Ja, meiner Meinung nach sofort oben zum Stein moven und von da aus kämpfen und Geduld haben in der Zone bleiben. Aber sonst GG. So, damit sind wir am Ende der detaillierten Analyse von Deki. Vielen Dank an Deki und auch vielen Dank an euch. Und wenn ihr jetzt denkt, Bro, das ist ja eine Sphäre, da bin ich sowas von weit weg. Das hilft mir jetzt gerade gar nicht weiter und du bist vielleicht Einsteiger und brauchst ein Coaching, dann lass jetzt erstmal ein Abo, kostenloses Like und Kommentar da. Join unseren Discord, frag da nach einem kostenlosen 1:1 Coaching und klick jetzt auf dieses Video.